und dadurch bist du süchtig nach deiner Angst. Also als ich das wirklich gecheckt habe und bei mir wirklich im Alltag auch verstanden habe und angewendet habe, habe ich mir nur so gedacht, ey, was geht hier eigentlich ab? Und ich möchte dir gerne ein Beispiel dafür geben, weil diese Sucht nach den Botenstoffen, das kennst du sehr, 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 sehr sicher. Wir alle kennen das. Die Sucht nach Dopamin, nach Endorphin, nach diesem Adrenalinrausch, den du bekommst, wenn du beispielsweise auf Social Media unterwegs bist. Ich weiß, es ist kein neues Beispiel, aber das passt dazu sehr, sehr gut, weil ich das auch in dem Bezug bei mir gemerkt habe. Und da möchte ich dich gerne einfach ganz offen und transparent mitnehmen, weil bin der Letzte, der irgendwas gegen Social Media hat. Ja, ich finde das cool und ich finde es super wichtig, dass du einen vernünftigen Umgang damit findest. Ich würde jetzt gar nicht irgendwie sagen, ja, Social Media, Instagram, alles Kacke. So, nee, warum? Es hat total viele gute Seiten, wo du dich zum Beispiel mit Leuten connecten kannst, was ich jetzt wieder bei dem Greater Festival gemerkt habe. Es hat total viele schöne, positive Seiten, wie du mit Leuten ins Gespräch kommst, wie du Menschen was vermitteln kannst, was mitgeben kannst. Das ist ja, deswegen gibt es hier diesen Podcast, das Video jetzt gerade hier für dich. Und natürlich, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Ja, bestes Beispiel jetzt für die Folge heute. Du hast überall, wo du was Geiles hast, hast du auch irgendwie negative Seiten. Und genauso ist das natürlich auch mit Social Media, mit Instagram. Du musst für dich eine passende Art und Weise finden, damit umzugehen. Wenn du jetzt jemand bist, der sich sehr, sehr viel und stark mit jeden möglichen Personen vergleicht und davon runterziehen lässt, dann ist es vielleicht für dich jetzt nicht so die cleverste Art und Weise, da 4-5 Stunden am Tag durch deine For You-Page zu scrollen unter dem Hashtag Fit Summer Body und Travel Lifestyle und keine Ahnung was, dass du dich von irgendwelchen Leuten dann da komplett runterziehen lässt, weil du eben nicht diesen Lifestyle führst. Sehr plakatives Beispiel, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Der Punkt ist, dass du für dich eine vernünftige Art und Weise findest, damit umzugehen. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Das heißt, sorry für die Abschweifung. Ich meinte eigentlich diese Sucht nach den Endorphinen, die dadurch ausgelöst werden, wenn du auf der Plattform bist und einen Beitrag postest zum Beispiel. Weil da ist mir das total aufgefallen bei mir, dieses Muster, was unterbewusst abläuft, was ich sonst gar nicht so bewusst wahrnehme, was ich jetzt aber durch dieses Thema, dadurch, dass ich da jetzt so intensiv eintauche, sehr, sehr extrem wahrgenommen habe. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Beitrag poste, ob es jetzt ein Foto, Reel oder was auch immer ist. Im Moment sind es vermehrt Reels. Und dann poste ich ein neues Reel und dann bekommst Likes, Kommentare darauf, dann steigt direkt deine Endorphine, ne? Steigt dieser Dopaminrausch und du denkst so, boah geil, cool, so der Beitrag kommt an, das feiern die Leute, alles super. Du bekommst auf ein Reel eine bestimmte Anzahl an Views zum Beispiel. Ja, es wird den Leuten ausgespielt. Deine Botschaft erreicht die Menschen. So, ich kann meine Impulse dann teilen und die Leute nehmen das wahr, nehmen das auf, lassen ein Like da, nehmen vielleicht aktiv an der Diskussion in den Kommentaren teil. Ja, teilen ihre Gedanken und feiern diesen Impuls, den ich da geteilt habe. Dann ist das ein schönes Gefühl. Dann löst das diese wohlige Wärme in mir aus und dann kommen diese Endorphine, dieses Dopamin, was dann durch den Körper fließt, vielleicht ein leichtes Kribbeln auf der Haut, du fühlst dich gut. So, das wird bei dir im Körper und im Gehirn abgespeichert. Wenn du jetzt aber an anderen Tagen ein Reel postest, wo du dir auch viel Mühe für gegeben hast, wo eine Botschaft hintersteht, wo ein wertvoller Impuls drin steckt, du teilst das und dieses Video bekommt vielleicht nicht diese Aufmerksamkeit wie das andere Video. Heißt weniger Views, weniger Likes, weniger Kommentare, weniger Saves und Shares und was weiß ich. Ja, das Video performt einfach nicht so gut, weil sich der Algorithmus vielleicht einfach gerade einen kleinen Spaß mit dir erlaubt und dein Video einfach nicht so vielen Leuten ausspielt. Heißt, deine Botschaft wird nicht auf diese Art und Weise in die Welt getragen, wie du das dir erhofft hast, wie du das vielleicht auch erwartet hast, weil dein Muster dir ja unterbewusst sagt, boah, wenn du das jetzt postest, dann kriegst du die und die Anzahl an Views, die und die Anzahl an Likes und das wird so und so vielen Leuten ausgespielt und die erreicht das und dann kommen vielleicht die Kommentare und das ist ja das, was dein Kopf dir dann sagt. Was dein unterbewusstes Muster dir ja beibringen möchte, dass du dich darauf einstellen kannst.
Und wenn es dann eben nicht passiert, wenn dieser Dopaminrausch dann ausbleibt, dann fühle ich mich auf diese Art und Weise natürlich schlecht, fühle mich dann weniger wertgeschätzt, weil das Video eben nicht so performt, wie ich mir das erhofft habe. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, das mal in den letzten Wochen bei mir auch sehr bewusst zu beobachten, weil ich eigentlich immer so gedacht habe, ich konnte das schon gut für mich auflösen. Und das ist auch so, dass ich das in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut nicht auflösen, sondern bearbeiten konnte, beobachten konnte und dann eine gute Art und Weise für mich gefunden habe, damit umzugehen. Aber es ist halt noch da. Ja, und das ist ja auch nicht so, dass du das dann beobachtest und das weg ist, sondern es bleibt ja da, aber du findest für dich einen passenden Umgang damit. Da habe ich für mich halt so auch nochmal gemerkt, wie krass mich das eigentlich beeinflusst. Eine Zahl unter einem Video so einen krassen Einfluss auch auf mich hat, auf meine Stimmung. Weil ob du jetzt ein Video postest und das erreicht, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Menschen oder du postest ein Reel und es erreicht 200, 300 Menschen oder 2, 3 Personen. So, das Video ist ja trotzdem wertvoll. Und diese Zahl darunter, die macht so viel. Und das ist echt krass, das mal bewusst wahrzunehmen und zu beobachten. Das ist dann so, dass ich dann da saß und mir so gedacht habe, das ist wirklich heftig, was das so mit dir macht. Weil wenn ein Reel jetzt zum Beispiel so in den ersten Minuten, die ersten 10, 15 Minuten sind da mal ganz entscheidend für mich, finde ich. Wenn das Video dann da so eine bestimmte View-Anzahl erreicht, dann denke ich mir so, sehr geil. Arbeit hat sich gelohnt, die Botschaft kommt an, der Impuls wird den Leuten ausgespielt, es erreicht die Menschen, du kannst was bewirken, sehr, sehr cool, feiere ich, Wertschätzung ist da. Bekommt das Video diese Anzahl von Views aber nicht in diesen ersten Minuten, sitze ich da und denke mir, ja toll, ey. Das Video wird nicht ausgespielt, die Leute erreicht der Impuls nicht und wird nicht wertgeschätzt, hat sich nicht gelohnt. So, und das ist doch schade, dass so ein Muster so Einfluss darauf hat, wie du das dann wahrnimmst. Oder konkret, wie ich das in dem Fall dann wahrnehme. Du kannst mir gerne mal schreiben, wie du das bei dir so wahrnimmst, ob du das verstehen kannst, was ich hier gerade meine. Aber ich glaube, das ist kein Problem, was nur ich spüre, sondern ich glaube, du kannst dich da sehr, sehr gut reinversetzen in die Lage. Gerade wenn du aktiv auf Instagram unterwegs bist, dann kennst du das, glaube ich, sehr, sehr gut, dieses Gefühl oder diese Gedanken. Das ist sowieso der größte Bullshit. Diese View-Grenze, die du dir selber setzt, dass du dir so denkst, ab dieser Anzahl von Views ist das Video erfolgreich und alles, was unter dieser View-Grenze ist dann das Video nicht erfolgreich. So, hä? Warum? Warum machen wir das so krass von diesen Views abhängig? Klar, ist die Währung auf Instagram, aber ich finde das, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das hier erzählt, aber das ist mir einfach da eingefallen oder aufgefallen, wie krass das davon abhängig ist. Wer bestimmt das? Wer bestimmt, ab wann eine Anzahl von Views gut ist und wer bestimmt, ab wann eine Anzahl von Views nicht gut ist? Wenn du zum Beispiel Tausende von Views auf dein Reel bekommst, die Botschaft erreicht aber gar keine Menschen, weil die Leute einfach nur kurz durch ihre For You-Page durchscrollen und dein Video wird halt den Leuten ausgespielt, so, die scrollen da drauf, scrollen direkt weiter durch die Videos durch. Es werden aber viele Views angezeigt, weil die Leute das eben kurz sehen. So. Aber die Botschaft, dieser Impuls, den du eigentlich mitgeben möchtest, der kommt überhaupt nicht bei den Leuten an. So, und dann sind doch diese 1000 Views überhaupt nichts wert. Dann mach das doch, dann mache dich das vielleicht happy, weil da eine hohe Zahl steht, aber es hat doch keinen Menschen wirklich erreicht. Wenn du jetzt aber ein Video hast, wo vielleicht 200, 300 Views drauf sind und die Leute, die vielleicht aus deinen Followern sind, haben sich das Video wirklich von vorne bis zum Ende angeguckt, gucken sich das an und nehmen den Impuls für sich mit, lassen vielleicht ein Like da, vielleicht teilen sie auch ihre Gedanken in den Kommentaren, spüren das richtig, nehmen das auf und du hast dann wirklich einen positiven Impact auf den Tag oder vielleicht sogar das Leben dieser Person. Dann ist das doch so viel mehr wert als nur eine hohe Zahl an Views und der Impuls kommt gar nicht bei den Leuten an. Und das habe ich nochmal krasser jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, wie viel wichtiger eigentlich dieser Impact ist auf die Leute, den du hast. Diese Anzahl an Views, an Likes, an Kommentaren einfach
schön ist, wenn sie da ist. Natürlich würde ich lügen, wenn es nicht so ist. Das ist einfach so. Das ist schön, wenn dieses Feedback reinkommt, wenn ihr auch eure Gedanken unter den Videos teilt. Das freut mich natürlich total. Wenn ihr das auch teilt in euren Stories, es ist einfach schön. Natürlich ist das schön. Aber es ist eben nicht das Wichtigste. Das Wichtigste für mich jetzt immer mehr, was ich einfach auch dir mitgeben möchte, dass du mit dem, was du teilst, wirklich einen positiven Impact hast. Und das ist so viel mehr wert als einfach nur irgendeine Zahl an Views unter dem Video. Wenn du das als neues Muster abspeichern kannst, dann hat sich diese Folge hier heute schon gelohnt. Wenn du das hier mitnehmen kannst, dann bin ich schon mehr als happy, dass ich dir diesen positiven Impact hier heute schenken durfte. Yes, richtig schön. Wenn es um dich herum im Außen auf einmal still wird und nichts mehr zu hören ist, dann wird's in deinem Kopf auf einmal richtig laut.